preislich richtig stark. Tolle Funktionen und überraschend viele bedruckte Teile. Aber die Figuren kommen uns doch sehr bekannt vor. Ist das noch egal? Schauen wir uns das Set mal genauer an. Hallo und willkommen auf meinem fremdgastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch mal ein Set von Tokmok mitgebracht mit der Setnummer 66037 und 2388 Teilen. Temple of the Holy Grail. Und vorne sieht man schon das Set. An den Seiten hat man vielleicht hier ein bisschen quasi die Stirnseite von Set. Und hinten kann man auch hier vielleicht ein bisschen erkennen, auf was das anspielt. Reden wir nicht um den heißen Brei rum. Das hat wohl so Indiana Jones Vibes. Die Bauanleitung. Ich habe keine Online-PDF gefunden, aber ja, man fängt gleich mit dem Bau an. Sofort. Es sind auch Minifiguren dabei. Die Bauanleitung ist gut. Alles, was neu gebaut ist, ist in Vollfarbe. Was alt ist, ist ausgegraut. Oder ausgeblasst. Ja, genau, so ist richtig. Sonst ist das eine gute Bauanleitung. Ich hatte gar keine Probleme beim Bau. Und wie gesagt, hier, man baut es und das ist das Ende. Also nichts Besonderes jetzt hier über Indiana Jones oder Film oder irgendetwas. Die Bauanleitung, die hat 6 Bauabschnitte, 149 Bauschritte und sie hat 150 Seiten. Was 16,03 Teile pro Bauschritt macht. Das ist zum Beispiel jetzt ungewohnt. Wenn man jetzt so Lego oder Lumibrix baut, da ist man immer so bei 3-4 Teilen. Und das macht etwa 398 Teile pro Bauabschnitt. Dann kommen wir schon zu den Maßen. So, dass es komplett reinpasst. Es hat eine Breite von circa 59 cm. Dann eine Tiefe, wenn man das jetzt so hier nimmt und da, 24 bis 25 cm und die Höhe, das ist der höchste Punkt, wären dann 15,5 cm. Sorry, falls es ein bisschen rauscht. Dann kommen wir schon zu dem Preis und das ist ein richtiger Knaller. Also ich habe dieses Set gebraucht gekauft. Der Verkäufer hat das Set wieder in Bauabschnitte unterteilt und somit hatte ich einen relativ einfachen Bau. Ich habe, wenn ich mich gut erinnere, 35 oder 40 Euro bezahlt. Was heißt, das wäre 1,68 Cent pro Teil. Oder halt 2,67 Cent pro 100 Gramm. Also toller Preis. Aktuell habe ich das auf Amazon gesehen. Da gibt es auch irgend so einen Gutschein. Ich würde sagen, für 60 Euro auf Amazon kriegt man es. Das wäre dann immer noch 2,51 Cent pro Teil und rund 4 Euro pro 100 Gramm. Vielleicht habe ich vergessen zu erwähnen, das Set hat circa inklusive Minifiguren und Ersatzteilen 1500 Gramm. Dann habe ich das Set zum Beispiel auf eBay gesehen, auch neu. Da war es schon für 90 Euro, zum Beispiel Bestpreis. 3,77 Cent pro Teil oder 6 Euro pro 100 Gramm. Und es gibt ja auch eine offizielle Tokmok Webseite, da verkaufen sie das ja auch. 99 $ habe ich, glaube ich, da gesehen. Am heutigen Tag, wo ich es aufnehme,
Euro umgerechnet, sind wir immer noch bei 3,81 Cent pro Teil und 6,07 Euro pro Teil. Der Preis ist phänomenal. Und dann, weil wir halt bei so einem guten Teilepreis sind, sage ich auch gleich was wegen der Steinequalität. Ich konnte mich da nicht beschweren. Vor allem, es ist ja auch schon mal gebraucht. Da kann ich auch nicht sagen, ob das von schon einmal aufgebaut ist und deswegen ein paar Kratzer kommen oder so. Weiß ich nicht. Ich hatte aber auch nicht großartige zerkratzte Fliesen oder so. Und die Steinehaptik war auch sehr, sehr gut. Was cool ist, das sind alles Ersatzteile. Gibt sogar, glaube ich, bedruckte Teile. Ich glaube, das ist eins. Hier sieht man hier den Totenkopf. Und auch ein paar größere. Man kriegt so auch diesen Teiletrenner. Also ich hatte sowieso auch keinen Bedarf nach den Ersatzteilen. Der es mir verkauft hat, gebraucht, toller Typ. Also echt, dass er sich die Mühe gegeben hat, das alles nach Bauabschnitten zu teilen und sogar die Ersatzteile. Mega cool. Was noch bei diesem Set geil ist, es hat 50 bedruckte Teile. Gar keine Sticker. Dann hat das Set auch noch 2 Tiere. Da sehen wir hier eine Spinne und da sehen wir hier eine kleine Schlange. Und es hat auch 5 Minifiguren. Die blende ich euch jetzt ein. Ich kann nur sagen, der ganz rechts, das ist wahrscheinlich Indiana Jones. Und am Anfang sieht es halt aus wie dieser Doktor, aber ich kenne mich da mit diesem Film nicht so aus. Tatsächlich erinnere ich mich nur an die Szene da, wo er diesen Gral trinken soll, aber ob ich das geschaut habe, kann ich mir auch nicht erinnern. Ja, die Figuren sind vorne komplett bedruckt, vorne Beine bedruckt, hinten Beine bedruckt, auf allen Figuren. Und eine Figur hat sogar Armbedruckungen. Da war ich schon echt überrascht von den Figuren. Seitenbedruckungen haben die Beine nicht. Und ich habe auch keine Wendegesichter gesehen. Die Qualität ist absolut gut. Nur die Frage, werde ich jetzt Probleme bekommen, weil ich die gezeigt habe? Wer weiß. Dann, die Bauzeit betrug circa 5 Stunden. Da ist aber halt jetzt nicht so 100% wie vom Hersteller da ist. Vielleicht kann man das auch ein bisschen kürzerer Zeit bauen. Aber ich denke, mit 5 Stunden ist es auch völlig in Ordnung bei 2300 Teilen, 388 Teilen. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbild und danach zeigen wir ein bisschen die Funktionen vom Set.
Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Dann, ich möchte jetzt nicht zu viel hier mit Figuren zeigen, keine Ahnung, weiß ich nicht hier. Nochmal, das sind sie. Ich nehme jetzt einfach eine mit. Hier ist aber auch eine Figur, die quasi ihre Beine hier, keine Ahnung, verloren hat. Hat sicher etwas mit der Szene im Film zu tun. Und ja, dann hat man hier den Eingang. Könnte man quasi so spielen, dass der Indiana Jones reingeht. Hier hat man dieses Rädchen. Alle diese Rädchen sind, oder hier gibt es gar keine Funktion. Hier haben wir 3 Funktionen. Wenn man dieses Rädchen dreht, dreht sich das quasi. Ja, ob jemand, der den Film geschaut hat, kann vielleicht besser wissen, was da los ist. Aber dann kommt ihr da durch und gut. Aber die Bautechniken von diesen Tempelanlagen und so, ich finde sie super. Und auch wie alles gebaut ist und wie auch die Haptik von den Steinen ist. Bei den Teilepreis, da denkt man sich so ein Tokmok, ja, nur neben Hersteller. Ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Dann habe ich hier so quasi Spinnennetz, dann kommt er hier durch und dann muss er wohl aufpassen, wo er sich hin bewegt, weil, was kann das hier? Ich glaube, man muss drücken. Pass auf. Oder man muss ziehen. Ja, man muss ziehen. Und dann, ja, explodiert hier hinten die Wand und das unten. Und dann, wenn man das so runterdrückt, genau, das muss man dann nach hinten drücken, dass das wieder einhakt. Genau. Und ja, das sind so quasi Sollbruchstellen. Vielleicht minimal frickelig zu bauen, also, und tatsächlich hatte ich auch da bei dem Bauen nicht so große Probleme. Aber also die Funktion macht richtig Spaß. Machen wir später nochmal. Und dann, ja, er kommt da durch oder hier wieder Spinnennetze, Spinnen, bedruckte Teile, Fackeln, Totenköpfe. Hier, das auch, alles was ihr seht, ist bedruckt. Hier, the breath of God, only the penitent man will pass. Und dann kommt man hierher. Und das sind so quasi Buchstaben hier im Boden. Das ist auch geil. Das sind so viele Teile, die da so seitlich bedruckt sind oder so. Mega cool. Aber da ich so dicke Finger habe, ich zeige das jetzt so. Also da gibt es diese, die so runterfallen. Also man muss aufpassen, wo man geht. Alles andere ist stabil. Und dann dachte ich erstmal, oh Gott, wie kriege ich die wieder zurück? Ja cool, mit dieser Funktion. Einfach drehen. Und dann gehen die Buchstaben wieder zurück in ihre Position. Geil. Kann man super spielen. Ja, und wenn ihr da geschafft habt, dann haben wir hier, ich habe gelesen, das soll die gläserne Brücke sein. Und die kann sich drehen. Ja, das hier oben ist nur so Transclear. Wäre noch cooler, vielleicht wenn es komplett in Transclear gebaut wäre. Aber ja. Und dann kommt man quasi hier hin, da haben wir hier ein Buch und welches Glas man nimmt quasi zum Trinken. Und ich glaube, der hat das Falsche genommen und deswegen sind ihm die Beine abgefallen, geschmolzen, hier auch Schädel und so. Das wäre in kurz die Funktionen und ich versuche euch jetzt hier auch ein paar Sachen aus der Nähe zu zeigen. Ich tue jetzt mal diese Figur wieder weg. Hier. Dieses alles Metallic Gold, Metallic Silver. Richtig, richtig gute Steinequalität. Also auch die Fliesen, man kann sich da nicht beschweren. Ja, Angusspunkte hat es. Ja, aber echt, bei diesem Teilepreis. Und es ist halt auch echt alles bedruckt. Hier auch ein Buch drinnen, bedruckt. Und das ist, ich glaube, dieses Buch und das hier, das sind die einzigen losen Teile. Sonst ist alles fest. Und vielleicht dieses Skelett unten ist auch lose. Aber cool gebaut, coole Bautechniken, hat richtig Spaß gemacht und das Set hat auch einen Spielwert. So, und von hinten, oder zuerst zeigen wir das sieht auch richtig cool aus mit diesen Mikrofiguren. Sogar die, glaube ich, sind nicht so legal, aber mei.
Und dann sieht es so von hinten aus. Hier sieht man halt die größte Funktion. Ja. Und zum Beispiel das sieht man gar nicht, aber diese Farbe ist cool. Das ist irgendwie so braun Glitzerfarbe. Das habe ich mir extra aufgeschrieben und diese Cones und diese Dino-Zähne. Das fand ich cool. Und sogar hier, wozu hier der Print. Aber er ist dabei. Und ja, das hier, aha, guck, das habe ich gar nicht gecheckt. Man kann da die Brücke sogar festmachen. Okay, das habe ich jetzt auch in Erfahrung gebracht. Und hier hat man so ein paar kleine Fehler, wo es schmutzig ist und so. Und ich kann mal aufpassen. Ja, das sind jetzt die ganzen losen Teile abgefallen. Alles gut, sieht ein bisschen mehr. Und so sieht es dann von unten aus. Die ganzen Bautechniken und so. Gar keine Farbkodierungen. Also, ich sag mal so, wenn man es halt jetzt nicht so in Bauschritte unterteilt hat, wie jetzt bei, also ich hatte es in Bauschritte, aber wie ihr wisst, dann kommen meistens eine Tüte mit größeren Teilen, eine Tüte mit kleineren Teilen und dann ist es relativ gut. Wenn so alles durchgemischt ist, ist es schon ein bisschen anstrengender, aber ich bin gut durchgekommen. Aber da sieht man halt, wenn man nach den Farben sucht und halt der ganze Bauschritt komplett grau, ja, da kann man ein bisschen länger suchen und daher kommt vielleicht auch die Bauzeit. Ich bin richtig überrascht und überzeugt von diesem Set. Es gefällt mir sehr. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie schwer es zu bauen ist für ein Kind, vor allem diese Funktion, da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber die funktioniert gut. Nochmal. So. Ich bin super, wenn sowas kaputt geht. Ja, ist das jetzt leicht für ein Kind oder für einen Jugendlichen zu bauen? Aber ich glaube, Spaß macht es und einen Spielspaß hat es jetzt auch. Aber jetzt, wie oft macht man denn das? Das ist halt auch für Display geeignet, meiner Meinung nach. Und wenn jemand kommt und sagt, oh, was ist denn das? Das ist eigentlich hier, das ist hier Indiana Jones Szene, bla bla bla. Ich find's cool. Was meint ihr? Das Set ist jetzt auch nicht das Allerneueste. Ich habe schon einige Reviews gesehen. Aber ich dachte, komm, ich mache auch eins. Ich weiß auch nicht, ob ich das Set behalte oder gleich verkaufe. Es gefällt mir schon mehr, als ich dachte. Schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr das Set? Wie findet ihr es? Wie findet ihr das mit diesen Minifiguren? Sagt ihr, ach komm, Lego übertreibt da, oder sagt ihr, nö, da muss man schon respektieren und schon eigene Figuren herstellen. Haut rein in die Tasten. Sonst kann ich nur noch sagen, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.